Stell dir vor, du sitzt abends auf deiner Terrasse. Die Sonne geht unter. Es wird ruhiger. Die Vögel des Tages ziehen sich zurück. Und plötzlich hörst du es. Ein Kreischen. Laut. Fremd. Exotisch. Du schaust nach oben und kannst es nicht fassen. Hunderte grüne Vögel rasen über deinen Kopf hinweg. Papageien. Wilde Papageien. Mitten in Deutschland. Das ist kein Traum. Das ist Realität. Und heute Abend zeigen wir dir, was wirklich passiert, wenn die Sonne untergeht und die Papageien verschwinden. Denn was dann geschieht, hat selbst uns sprachlos gemacht. In Deutschland leben wilde Papageien. Nicht in einem Zoo, nicht in einem Käfig, frei, draußen, in unseren Städten. Und die meisten Menschen wissen es bis heute nicht. Wir sind ein Ehepaar. Und Vögel sind unsere große Leidenschaft. Hier bei uns im Vogelgarten beobachten wir täglich, was die Natur so alles bereithält. Meisen, Sperlinge, Fasane, wir lieben sie alle. Aber als wir das erste Mal von diesen wilden Papageien gehört haben, wollten wir es selbst kaum glauben. Also haben wir recherchiert, tief recherchiert, nächtelang, gemeinsam. Und was wir gefunden haben, hat uns beide den Atem verschlagen. Bleib dran, denn am Ende dieses Videos wirst du die Natur um dich herum mit völlig anderen Augen sehen. Es ist das Ende der 1960er Jahre. Irgendwo in Köln. Jemand hält Papageien als Haustiere, wie so viele damals. Bunte, exotische Vögel aus fernen Ländern. Ein kleines Stück Tropen mitten im grauen Deutschland. Und dann passiert es. Ein Sturm, ein umgestürzter Baum, eine eingedrückte Voliere, 20 kleine grüne Vögel fliegen in die Freiheit. Niemand macht sich große Sorgen. Die werden nicht überleben, denkt man. Es ist Deutschland. Es ist kalt. Es ist nicht Afrika. Diese zarten Tropenvögel haben keine Chance. Aber die Vögel denken anders. 1969, nur wenige Jahre später, wird in Köln das erste freilebende Brutpaar entdeckt. Die Papageien haben überlebt. Nicht nur das, sie haben sich vermehrt. Mitten im deutschen Winter. Ohne jede Hilfe. Und heute? Heute leben allein in Köln über 3000 wilde Papageien. In ganz Deutschland schätzt man den Bestand auf über 30.000 Tiere, in 30 verschiedenen Populationen. In Düsseldorf, Wiesbaden, Heidelberg, Stuttgart, Hamburg, sogar in Münster wurden sie schon gesichtet. Aus 20 entflogenen Haustieren wurde in 50 Jahren eine ganze Armee. Und das ist erst der Anfang der Geschichte. Sie heißen Halsbandsittiche. Manchmal auch Alexandersittiche, benannt nach Alexander dem Großen, der diese Vögel vor über 2300 Jahren aus Asien nach Griechenland brachte. Denk kurz darüber nach. Diese Papageien begleiten die Menschen seit über 2 Jahrtausenden. Sie saßen auf den Schultern von Königen und Feldherren. Im alten Indien galten sie als Liebesvögel, als heilige Tiere. Der hinduistische Liebesgott Kamadeva ließ sich von ihnen durch den Himmel ziehen. Und im Kamasutra, ja wirklich, wurde das Beibringen der Sprache an einen Halsbandsittich als eine der 64 Künste eines gebildeten Mannes genannt. Und jetzt fliegen sie durch Köln. Ihr Gefieder ist leuchtend grün, fast unwirklich schön. Der Schnabel leuchtet rot wie eine reife Hagebutte. Die Männchen tragen ein elegantes schwarzes Halsband, das im Nacken in zartes Rosa übergeht. Das ist ihr Erkennungszeichen, ihr Schmuck. Sie werden bis zu 45 Zentimeter groß, davon allein fast die Hälfte langer eleganter Schwanz. Und sie können sprechen. Nicht ein paar Worte, sondern bis zu 200 Wörter. Manche Exemplare führen echte kleine Gespräche. Sie imitieren Stimmen, Geräusche, Melodien. Sie sind Meister der Nachahmung. Sie sind intelligent, neugierig, sozial. Und sie werden bei regelmäßigem Kontakt erstaunlich zutraulich. In einem Garten in Köln-Hürth kommen sie seit Jahren an die Futterstellen. Auf bis zu 2 Meter lassen sie Menschen heran. Sie teilen sich die Erdnüsse sogar mit dem Eichelheer, als wären sie alte Bekannte. 2 völlig verschiedene Vogelarten, Seite an Seite, an der Futterschale. Klingt das nicht ein bisschen wie wir Menschen? Und jetzt kommen wir zu dem, wofür du dieses Video wahrscheinlich angeklickt hast. Was passiert jeden Abend, wenn die Sonne untergeht? Stell dir vor, es ist kurz vor Einbruch der Dunkelheit. Die Stadt wird ruhiger. Die letzten Sonnenstrahlen tauchen die Häuser in warmes Orange. Irgendwo über den Dächern von Köln beginnt ein leises Kreischen.
Dann wird es lauter und lauter. Plötzlich kommen sie von überall. Einzelne Vögel, dann Paare, dann Gruppen von 30, 50, 100. Sie fliegen zusammen, formieren sich, rufen sich gegenseitig, als würden sie sich Wegbeschreibungen zurufen, werden zu einem riesigen grünen Schwarm, der über die Stadt rauscht wie ein lebendiger grüner Teppich. Und dann landen sie, alle zusammen, an einem einzigen Baum. Das ist kein Zufall, das ist kein Chaos, das ist ein Urinstinkt, Jahrmillionen alt. Jeden Abend fliegen die Kölner Halsbandsittiche aus einem Umkreis von 30 Kilometern zu einem gemeinsamen Schlafbaum zusammen. Pünktlich, verlässlich, wie ein Uhrwerk. Manche von ihnen legen dafür täglich 60 Kilometer zurück, hin und zurück, jeden Tag. Warum diese enorme Mühe? Weil sie in der Gemeinschaft sicher sind, weil ein einzelner Vogel in der Nacht leichte Beute für Wanderfalke, Habicht oder Waldkauz ist. 100 Augen sehen mehr als 2. 100 Ohren hören jeden Feind früher. Aber hunderte Vögel dicht zusammen, das schreckt selbst den kühnsten Greifvogel ab. Und noch etwas passiert an diesem Schlafbaum. Etwas, das Forscher erst vor kurzem verstanden haben. Die Vögel tauschen Informationen aus. Wo gab es heute besonders gutes Futter? Welche Futterstelle war ergiebig? Der Schlafbaum ist kein stiller Schlafplatz. Er ist ein abendliches Informationszentrum. An der Bayernstraße in der Kölner Südstadt kann man das jeden Abend beobachten. Mehr als 100 Vögel, hoch oben in den Baumkronen, stecken schließlich ihre Schnäbel unter die Flügel und schlafen. Mitten in der Stadt, mitten unter uns. Und kaum jemand schaut nach oben. Jetzt fragst du dich vielleicht, was hat das mit mir zu tun? Mehr als du denkst. Denn dieser Urinstinkt der Papageien, gemeinsam zu schlafen, zusammenzukommen, Informationen zu teilen, sich gegenseitig zu schützen, den kennen wir Menschen auch. Wir haben ihn nur vergessen. Wir ziehen in Städte. Wir leben in Gemeinschaften. Wir suchen uns jeden Abend einen sicheren Ort. Wir brauchen Menschen um uns herum, um uns sicher zu fühlen. Wir sitzen abends zusammen, erzählen uns den Tag, teilen unsere Erfahrungen, genau wie die Papageien. Und genau wie die Papageien haben auch wir diesen Rhythmus tief in uns. Den Abend als Zeit der Ruhe, der Gemeinschaft, des Schutzes. Das ist kein Zufall. Das ist Evolution. Jahrmillionen altes Verhalten. Das Mensch und Vogel miteinander teilen. Aber da ist noch etwas anderes. Etwas, das uns beim Recherchieren wirklich bewegt hat. Diese Vögel kamen als Fremde, als Exoten, als Eindringlinge. Niemand wollte sie hier. Niemand hatte sie eingeladen. Sie sprachen eine andere Sprache. Im wahrsten Sinne. Ihr Kreischen war fremd, störend, ungewohnt. Und trotzdem haben sie sich angepasst, haben den deutschen Winter überlebt, wieder und wieder, haben Gemeinschaften gebildet, haben Freundschaften geschlossen, sogar mit dem Eichelheer, haben neue Heimat gefunden. Ohne Karte, ohne Plan, ohne Einladung. Ist das nicht auch eine zutiefst menschliche Geschichte? Teil 5. Es passiert überall in Europa. Und Köln ist nur der Anfang. Denn was hier passiert, passiert gerade überall in Europa. In London leben heute 50.000 wilde Papageien. 50.000. Sie fliegen durch die Parks von Kensington. Sie sitzen auf den Bänken neben Touristen. Sie sind längst Teil der Stadt, wie die roten Doppeldeckerbusse. In Brüssel 12.000. Das dortige Parlament musste einmal eine Debatte abbrechen, weil die Papageien in den Bäumen vor dem Gebäude zu laut kreischten. Stell dir das vor, ein nationales Parlament, unterbrochen von wilden Papageien. In Amsterdam 1.500, in Madrid über 5.000. In Barcelona bevölkern südamerikanische Mönchsittiche die Parks und bauen riesige Gemeinschaftsnester in Palmen, mitten in Europa. Nester, die man sonst nur aus tropischen Ländern kennt. 1974 ließ ein Zoo in Brüssel gerade einmal 40 Vögel frei. Niemand dachte, sie würden überleben. Niemand machte sich Sorgen. Heute sind es Hunderttausende Papageien in fast jedem europäischen Land. Und Wissenschaftler schätzen, auf dem gesamten Kontinent könnten es bereits 100.000 Halsbandsittiche allein sein. Und der Klimawandel beschleunigt das weiter. Mit jedem wärmeren Winter können sie sich ein Stück weiter ausbreiten. Nach Norden, nach Osten. In 21 Gebiete, die ihnen bisher zu kalt waren. Irgendwann, vielleicht früher als du denkst,
Hörst du abends das Kreischen auch bei dir über dem Dach? Das ist die große Frage. Die Frage, die Naturschützer, Ornithologen und Stadtbewohner seit Jahren diskutieren. Und die Antwort ist, wie so oft, nicht schwarz oder weiß. Einerseits: Das Bundesamt für Naturschutz hat sie als potenziell invasive Art eingestuft. Sie besetzen Baumhöhlen. Höhlen, die heimische Vögel brauchen. Sie machen Lärm. Viel Lärm. Besonders morgens und abends. Sie hinterlassen Spuren auf Bürgersteigen und Balkonen. Weinbauern im Rheinland schauen schon nervös nach oben, denn eine Herde hungriger Papageien im Weinberg ist keine angenehme Vorstellung. Und manche Hausbesitzer haben festgestellt, dass die kräftigen Schnäbel auch Fassadendämmung als willkommenes Nistmaterial betrachten. Andererseits zeigen Studien bisher keine dramatischen Auswirkungen auf heimische Vogelarten. Im Gegenteil, durch ihre Nagetätigkeit schaffen sie neue Baumhöhlen. Mehr Höhlen, als sie selbst nutzen können. Davon profitieren ausgerechnet die seltenen Hohltauben, heimische Vögel, die sonst kaum geeignete Brutplätze finden. Die Papageien schaffen also ungewollt Wohnraum für andere Arten. Und der Kleiber, ein kleiner heimischer Vogel, hat sogar einen cleveren Trick entwickelt. Er verkleinert den Eingang seiner Bruthöhle mit Lehm, so klein, dass kein Papagei hineinpasst. Die Natur findet immer einen Weg. Und eins ist sicher: Die Papageien sind jetzt da. Seit über 50 Jahren. Seit Generationen. Sie sind Teil unserer Natur geworden, ob wir es wollen oder nicht. Und vielleicht, nur vielleicht, ist das gar nicht so schlimm. Uns bewegt das. Wirklich. Hier im Vogelgarten beobachten wir jeden Tag, wie faszinierend und überraschend die Natur ist. Wie Vögel uns täglich zeigen, dass Leben mehr ist als Regeln und Grenzen. Und diese Geschichte der wilden Papageien, sie erinnert uns daran. Die Natur hält sich nicht an unsere Grenzen. Nicht an Ländergrenzen, nicht an Kontinente, nicht an unsere Vorstellungen davon, welcher Vogel wohin gehört. Ein Sturm, eine eingedrückte Voliere, 20 kleine grüne Vögel, und 50 Jahre später leuchten ihre Nachkommen über den Dächern von Köln. Singen, streiten, lieben, schlafen, gemeinsam, jeden Abend. An ihrem Baum. Vielleicht ist das die eigentliche Botschaft. Anpassung, Gemeinschaft, Überleben. Das sind keine menschlichen Erfindungen. Das haben die Papageien schon vor uns gewusst, lange bevor Alexander der Große sie nach Europa brachte, lange bevor wir sie in Käfige gesperrt haben und lange bevor sie uns gezeigt haben, dass Freiheit sich nicht einsperren lässt. Wenn du das nächste Mal abends in den Himmel schaust, halte kurz inne, lausche, vielleicht hörst du sie schon. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass uns einen Daumen hoch da. Das hilft uns sehr und zeigt uns, dass wir weitermachen sollen. Und schreib uns in die Kommentare: Hast du schon mal wilde Papageien in Deutschland gesehen? Wir sind gespannt auf eure Geschichten. Bis zum nächsten Video, hier im Vogelgarten.